Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo zur neuen frischen Folge beim Holy Home Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute wartet eine Folge auf euch, in der es um das Thema Gesundheit beim Bauen geht. Denn wir sprechen über so Themen wie Schadstoffe, Schimmel und Schädlinge. Zu Gast habe ich heute Esther Kahl, Bauingenieurin und geprüfte Baubiologin und bekannt durch ihren Instagram-Kanal Casa Carone, wo sie eben über gesundes Bauen aufklärt. Esther weiß aus eigener Erfahrung, worauf man eben achten sollte, wenn man sich den Traum vom Eigenheim erfüllen will und eben sehr viel Wert auf Gesundheit legt, weil man zum Beispiel Allergiker ist. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum es beim Thema Schadstoffe einen großen Unterschied macht, in welchem Baujahr die Immobilie gebaut wurde, welche Baumaterialien wirklich oft mit Schadstoffen belastet sind und wo überhaupt überall Schadstoffe drinstecken können. Kleiner Spoiler, leider fast überall. Worauf ihr besonders achten solltet, wenn ihr in Eigenleistung saniert und euch die Gesundheit von euch wirklich am Herzen liegt. Da haben wir selber ganz viele Fehler gemacht und nicht auf unsere Gesundheit geachtet. Ja, zudem erklärt uns Esther, wie ihr Schimmel richtig erkennt und warum Überstreichen nicht die Lösung ist. Am Ende geht's dann noch zum Thema Schädlinge, welche Schädlinge Hinweise auf wirklich größere Bauschäden geben können und warum Silberfische manchmal wirklich wahre Spürnasen sind. Und wenn ihr die entdeckt, dann sage ich nur Obacht. Also heute müssen wirklich alle die Ohren spitzen, die gerade viel besichtigen. Vor allem die auch überlegen, in Eigenleistungen zu sanieren. Diese Folge ist wirklich ein ganz wertvoller Überblick über das ganze Thema Schadstoffe, Schimmel und Schädlinge. Ich weiß, es klingt nicht sexy, aber es ist wirklich ein Thema, was keiner auf dem Schirm hat, aber es eben enorme Auswirkungen auf eure Gesundheit hat. Also, jetzt ganz viel Spaß mit Esther. Los geht's! Ich begrüße heute Esther. Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Esther Kahl ist Bauingenieurin und Baubiologin, also zwei total spannende Berufe. Und ich habe dich über Instagram entdeckt, weil du nämlich total spannenden Content auf deinem Kanal Casa Carone machst über gesundes Bauen und Schadstoffe und alles diese Themen, wo wir heute noch genauer eingehen. Und darum soll es eben auch heute gehen. Wir wollen wirklich wissen, was alles an Schadstoffen, Schädlingen so auf dem Bau, was da alles so passieren kann, weil es betrifft uns ja wirklich alle. Wenn die Raumqualität nicht stimmt, dann wird eben auch das schönste Zuhause schnell zur Belastung. Und du erklärst ja auch ganz viele typische Probleme bei Gebäuden und darauf gehen wir eben heute ein. Also schön, dass ich dich jetzt dazu löchern darf. Genau, ja. Zu Beginn wollte ich einfach mal so ein bisschen allgemein fragen, Baubiologe, man hört das immer so an der einen oder anderen Stelle, aber man weiß eigentlich im Allgemeinen gar nicht so, was verbirgt sich denn dahinter? Kannst du uns mal kurz erklären, was macht denn eine Baubiologin? Ja, also erstmal vorneweg, Baubiologie ist Baubiologin ist kein fest definierter Begriff oder geschützter Begriff. Es kann sich im Endeffekt, jeder kann sich so nennen, aber eigentlich haben wir Baubiologen auch alle das gleiche Ziel. Und zwar, wir wollen mit der Natur bauen. Also unser Maßstab ist immer die Natur und wir wollen für uns Menschen den besten natürlichen Lebensraum schaffen. Weil wir verbringen ja immer mehr Zeit in Innenräumen. Also wir sind ja mittlerweile schon teilweise 90% unserer Lebenszeit in Innenräumen. Und die Innenräume sind daher ja unser Lebensumfeld. Und die Baubiologie will eben dieses Lebensumfeld von den Menschen so natürlich wie es geht zu gestalten. Und zwar, dass wir, also nicht nur, das jetzt quasi praktisch uns hilft und wir sind vor Wind und Wetter geschützt, sondern dass wir auch davon profitieren können, dass es uns da gut geht. Das ist so das Ziel der Baubiologie. Und wie kam es dazu, dass du jetzt du hast wahrscheinlich erst Bauingenieurin studiert und dann dich weiterentwickelt zur Baubiologin. Wie kam es zu dieser Reise? Es ist sogar ein bisschen noch krasser, weil ich bin ursprünglich Tief- und Tunnelbauingenieurin. Ah, okay. Und ich bin zu der Baubiologie eigentlich gekommen über unseren eigenen Hausbau. Also ich habe so mit der Planung von unserem Haus 2014 begonnen oder mit dieser Reise ins Eigenheim 2014. Und für mich war schon immer klar, auch im Studium, wenn ich mal baue, möchte ich ökologisch bauen und ich möchte vor allem für mich als Allergikerin bauen.
Und sobald man da in diese Thematik eintaucht, was das Thema Allergien und Hausbau angeht, landet man irgendwann bei der Baubiologie. Weil das die Leute sind, die diese Themen am meisten aufgreifen. Und dann habe ich 2014 mich damit angefangen zu beschäftigen. Ich war auch noch komplett offen mit Neubau oder Sanieren. Wir haben uns nach Immobilien umgeguckt. Und irgendwann stand da mal fest, mein Mann hat ein Grundstück geerbt, wir bauen. Und dann haben wir uns auch direkt eine Baufirma gesucht, die baubiologisch baut, und haben das dann umgesetzt. Und dann bin ich auch hängen geblieben. Also ich habe mich vorher schon ganz viel erkundigt, ganz viel gelesen zu dem Thema, habe da ja dann auch selber angefangen im Internet dazu Leute auf der Reise mitzunehmen, zu informieren. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du die Ausbildung als Baubiologin auch. Dann hast du einen Titel. Also ich habe ja jetzt dann auch mit Abschlussprüfung beim IBN das gemacht und bin quasi geprüfte Baubiologin. Super, dann steigen wir doch gleich mal zum Thema ein, weil es deine eigene Reise ja betroffen hat. Ich habe jetzt so 3 Kapitel immer vorbereitet: Schadstoffe, dann das ganze Thema Schimmel und dann auch so ein bisschen die Schädlinge zum Schluss. Ich würde ganz gern mit den Schadstoffen starten. Was sind denn so typische Schadstoffe, die im Haus oder Wohnungen so vorkommen, die man so als Laie so gar nicht auf dem Schirm hat? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also muss man schon differenzieren zwischen Altbau und Neubau. Es ist auf jeden Fall so, dass wir eine Schadstoffverschiebung haben. Also im Altbau ist tatsächlich Asbest immer noch ein Riesenproblem. Es kann aber auch noch Blei, andere Schwermetalle, Holzschutzmittel sehr problematisch sein und auch so alte Weichmacher, Formaldehyd kann ein Riesenproblem sein. Und bei Neubauten hast du eher die neuen Weichmacher, die teilweise noch nicht richtig überprüft sind. Bei neuen Gebäuden oder auch bei sanierten Altbauten ist eher das Problem, dass die Häuser sind ja dichter. Wir haben ja eine viel bessere Luftdichtheit, einfach durch diesen energetischen Aspekt. Aber das sorgt eben auch dafür, dass sich zumindest die luftgängigen Schadstoffe in den Innenräumen auch viel leichter anreichern können. Das heißt, klar, wir haben Lüftungsanlagen, die das so auch verbessern. Aber also es ist so ein bisschen anders dadurch geworden. Ah ja, spannend. Kann man das dann so auch so ein bisschen in Baujahre gliedern? Also, dass man sagt, so Blei war vielleicht eher so bei diesen ganz alten Häusern und Formaldehyd, ich weiß gar nicht, bei welchen Häusern kommt das öfters vor? Immer. Formaldehyd ist immer auch noch ein Ach, Thema. immer, mhm. Aber ja, man kann das tatsächlich in Baujahre einteilen, noch immer nach den Verbotsjahren. Und das betrifft aber jetzt dann quasi nur die Schadstoffe, die schon verboten sind. Also man kann ja zum Beispiel sagen, Asbest wurde 1993 verboten. Das heißt, ein Haus, was vor 1993 gebaut wurde, hat mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Asbest. Und alle, die danach gebaut wurden, eben nicht. Außer natürlich, da wurden irgendwelche Baustoffreste noch verbaut. Kann es natürlich auch vorkommen. Oder auch mit Sanierungsjahren. Wobei das Sanierungsjahr aber auch keine Garantie gibt, dass dann alle Schadstoffe beseitigt wurden, die davor schon verboten waren. Aber das sind so Anhaltspunkte, nach denen man gehen kann. Also auch, man kann tatsächlich auch nach Ost- und Westdeutschland unterscheiden. Also Ostdeutschland hat zum Beispiel mehr Probleme mit Holzschutz in Dachstühlen als Westdeutschland. Da kann man, also da gibt's auch noch Unterschiede. Ah ja, spannend, okay. Aber ich sehe schon, das ist ein breit gefächertes ganz viele Themen, die da jetzt gerade aufploppen. Aber so vielleicht ein bisschen plastischer, kannst du so mal so 1, 2 Beispiele nennen, was du so erlebt hast, wo man wirklich überrascht war, was da für Schadstoffe in 'nem Haus irgendwie waren? Ja, 'n sehr aktueller Fall, Formaldehyd. Also Formaldehyd ist ein leicht flüchtiger Stoff, der ganz oft der Teil von Bindemitteln ist. Das heißt, in ganz vielen Klebstoffen kommt der vor. Und zwar an Klebstoffen, zum Beispiel bei mehrlagigem Parkett kann es sein, dass der Kleber formaldehydhaltig ist, womit die Lagen vom Parkett verklebt werden. Aber er kann auch in dem Kleber sein, womit der Parkett auf dem Boden festgeklebt wird. Ah ja, okay. Mhm. So, oder auch in diesen ganzen Holzwerkstoffen, wie zum Beispiel OSB-Platten oder die MDF-Platten, kann das Bindemittel formaldehydhaltig oder basiert sein. Und je nach Bindungsform kann das Formaldehyd stärker oder weniger ausdünsten. Jetzt mittlerweile in den neuen Produkten ist das nicht mehr ganz so kritisch. Früher war das viel kritischer. Und wir hatten jetzt einen Fall, die haben neu gebaut vor ein paar Jahren und die sind alle krank geworden, die komplette Familie. Und da hat sich herausgestellt, dass deren Boden also ganz, ganz stark mit Formaldehyd belastet war. Und zwar auch nicht der Kleber, mit dem der Parkett verklebt wurde, sondern der Parkett an sich. Also das heißt, dieses Bindemittel, was benutzt wurde, um die Schichten bei einem Mehrschichtparkett zu verbinden.
Und Formaldehyd ist nachweislich krebserregend. Wir haben ja auch ganz, ganz strenge Grenzwerte mittlerweile für Formaldehyd, auch für Innenräume. Und die mussten jetzt dann den kompletten Boden wieder rausreißen. Ach, Und Wahnsinn, da hat okay. sich eben herausgestellt, da wurde ein Boden benutzt, der nicht vom deutschen Markt kam. Das ist ja interessant. Und da habe ich noch eine Frage. Es wird ja mittlerweile ja auch Parkett auf Bodenheizungen geklebt. Durch diese Wärme dünstet das dann noch besser aus, so Kleber? Bestimmte Schadstoffe, ja. Also es ist auch ein Problem, ja, Parkett, also Laminat ist dafür bekannt. Also bei Laminat sagt man sehr oft, Laminat auf Fußbodenheizung ist nicht so eine gute Kombination, was Schadstoffe angeht. Aber auch andere Produkte, Bodenprodukte, die Schadstoffe enthalten, also durch die Wärme, bestimmte Schadstoffe lösen sich dadurch leichter, ja. Ah ja, interessant. Okay, wow. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich hatte mal eine Podcast-Gästin, eine Home Story von der Svenja in der Folge 46 und die hat ihr Elternhaus geerbt. Das war ein altes Fertighaus aus den 80ern und die musste dann, ich weiß nicht mehr, welcher Stoff es war, aber es war dann so, dass sie das sanieren wollte und dann wurde eben auch ein Schadstoff entdeckt und sie mussten das ganze Fertighaus dann abreißen, weil die Sanierungskosten so extrem gewesen wären, dass es günstiger war, neu zu bauen. Kann man so bei diesen Fertighäusern, kommt es da öfters vor, dass da so Schadstoffbelastungen sind? Also bei alten aus den 70er, 80er Jahren gibt es bestimmte Hersteller, die dafür bekannt sind, die ihren Holzständer mit Holzschutzmitteln ganz arg behandelt haben. Das nicht, gehe jetzt mal so nur eine Vermutung davon aus, dass das bei ihr auch der Fall gewesen sein wird. Und da ist eben das Problem, wenn dieser Holzständer mit den Holzschutzmitteln behandelt ist, das kriegst du kaum saniert. Also man kann es absperren, also man kann da, wo man drankommt, abhobeln und man kann es absperren, aber man wird es eben nicht komplett los. Und dann vielleicht noch über ein Lüftungssystem, dass man gut lüftet oder so. Aber ja, es ist schwierig. Und wenn man auf der sicheren Seite sein will, ist eigentlich Abriss eher die Wahl. Das Problem ist, es ist halt dann auch ein bisschen Sondermüll. Also der Abriss wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so günstig gewesen sein. Und ja, also in den neuen Fertighäusern ist das eigentlich kein Thema mehr. Das hängt aber oft in den Leuten noch drin. Also wir haben ja immer noch Vorurteile gegen Fertighäuser, weil halt viele eben daran denken. Die denken an diese schadstoffbelasteten Fertighäuser und die denken vor allem auch an die qualitativ sehr schlecht hergestellt wurden. Also ich selber hocke ja auch in einem Fertighaus. Hier sind keine Holzschutzmittel verwendet worden und das ist auch qualitativ nicht minderwertig. Ah ja, okay. Super. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren, Nein. sondern das ist wirklich so, auch über die Jahrzehnte gab es da eine Entwicklung oder Ja. ja, mehr als Ja. Jahrzehnte. Ja, genau. Und es Okay. sind auch oft einzelne Hersteller. Also es ist nicht so, dass man pauschal die komplette Branche dann auch verdächtigen kann. Und meine Empfehlung ist auch immer bei Altbauten immer Schadstoffuntersuchungen machen vor der Sanierung. Und vielleicht sogar vor dem Kauf. Klar, wenn es jetzt geerbt ist, ist noch was anderes. Aber Ja, okay. Was gibt es denn so für typische Baumaterialien, wo du so ein bisschen hellhörig wirst, wo du sagst: „Oh, guck da mal nach“, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel eben eine alte Immobilie erbt oder irgendwie auch eine Besichtigung macht, von seinem Favoriten. Wo wärst du jetzt so, wo man sagt: „Obacht, da musst du mal genauer schauen?“ also ich bin zum Beispiel ganz skeptisch immer alles, was alte Kunststoffe sind. Einfach aus dem Grund, weil alte Kunststoffe mittlerweile verbotene Weichmacher enthalten, aber auch Stabilisatoren und andere Sachen, die kritisch sein können. Und das ist so etwas, das sieht man immer offensichtlich. Also wenn man in ein altes Haus geht, da liegt ein alter Kunststoffboden, dann ist das natürlich immer direkt, was man direkt sieht. Dann, gut, es ist dann eher außen mit so alten Fassadenplatten mit Asbest, sind immer auch sehr leicht zu erkennen. Aber das Tückische bei den Schadstoffen ist eigentlich, dass viele nicht so leicht zu erkennen sind. Also gerade so mit Asbest, das kann ja überall drin sein, das kann ja in Fugenmaterial sein, das kann in Verputzen sein, das kann im Bodenaufbau sein, das kann in Klebern sein, das sieht man nicht immer so offensichtlich. Und auch diese Holzschutzmittel, also äh, ja, wenn die dann wenn das so dunkelbraun gestrichen wird, kann man direkt mal stutzig werden. Aber gerade auch bei einem alten Dachstuhl, man kann es eigentlich dann nur testen. Auch mit diesem Formaldehyd, also klar, wenn ich alte Sperrmöbel, also so alte 70er Jahre Möbel aus Sperrholz oder so sehe oder alte USB-Platten, dann werde ich zum Beispiel auch schon immer stutzig direkt und sage das den Leuten dann, oder auch in meinen Beratungen weise ich auch darauf hin, dass man gerade bei den alten Holzwerkstoffen auch immer genau hingucken muss. Aber im Endeffekt weiß man es nicht, ohne es zu testen. Das heißt, alles, was so ein bisschen verklebter ist, sage ich jetzt mal, weil so USB-Platten sind ja letztendlich Holzschnipsel,
die irgendwie verklebt sind. Da muss ja irgendwas drin sein, dass es klebt und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dann größer, als wenn ich jetzt ein Massivholz habe. Da Genau. ist maximal, dass ich da irgendwie eine Lasur oder irgendwie sowas habe, die dann belastet ist. Jetzt nochmal zum Asbest. Man hört das ja immer so, oh Gott, Asbest. Jetzt hatten wir selber auch ein Asbestdach, das haben wir dann quasi alles runtergemacht mit so Schutzanzügen und haben das dann entsorgt und danach Naturschiefer drauf. Was ist denn das Schlimme an Asbest? Weil ich dachte immer, wie ich das dann irgendwie gelesen habe, nur wenn das quasi in der Luft ist und das irgendwie in die Atemwege kommt, dann ist das irgendwie schädlich. Aber wenn das schon verbaut ist auf dem Dach und fest drauf ist, ist es dann immer noch schädlich? Beim Dach nicht. Also Asbest ist erstmal nicht wasserlöslich. Und es gibt aber 2 Formen von Asbestprodukten, stark gebundene und schwach gebundene. Und wenn du diese Außenplatten, die sind stark gebundene, solange du die nicht anbohrst, solange da kein mechanischer Abrieb ist das kein Problem. Asbest wird immer dann zum Problem, wenn saniert wird oder wenn irgendwas dran gearbeitet wird. Aber auch gerade bei diesen Asbestprodukten, die so schwach gebunden sind, also wo die Asbestfaser nicht so wirklich also wo auch schon mehr reicht, also nicht nur mechanischer Abrieb. Also es gibt dann so Böden, die geben schon Asbestfasern frei, wenn du nur drüber läufst. Mhm. Genau, und dann gerade also bei Sanierungsarbeiten ein Riesenproblem und bei Asbest ist eben das Problem, du wirst ja nicht direkt krank, sondern das passiert 20, 30, 40 Jahre später. Ah, Und okay. das ist so das Tückische daran. Das heißt, in dem Moment, wo du das einatmest und du weißt nicht, dass es Asbest ist, weißt du nicht, ob du davon krank wirst oder nicht. Ah, okay. Anders wie bei Blei. Ja, Bleivergiftungen das merkt man schneller, ja. Ja, genau, weil da kann ich ein Lied davon singen. Wir haben hier ein altes Denkmal saniert und wir hatten eben diese alte Treppe und die Dielen hatten so einen dicken roten alten Lack drauf oder ich nenne es mal Lack, irgendwie so genau, so eine Farbe. Wir wollten das natürlich alles offenlegen, damit dass die Dielen auch schön sind, haben das dann auch mit so einem nicht Sandstrahlen, sondern so einem Eisstrahlgerät gemacht und danach hast du ja alles in der Luft Mhm. und genau, und ich habe dann 2, 3 Tage später aufgeplatzte Lippen bekommen und ich sah echt schlimm aus und durch Zufall habe ich dann 'n Bluttest machen lassen und hatte eine Bleivergiftung durch diese Schäde. Und das hat man als Laie ja so gar nicht auf dem Schirm, oder? Also, ich fand N das irgendwie ne, alle waren überrascht so: „Hä, Bleivergiftung?“ ja, man sieht es eben nicht. Du siehst es der Farbe nicht an, ob sie bleihaltig ist, die alte Farbe. Man hätte es nur über 'n Test herausfinden können. Und das ist eben bei vielen Schadstoffen das Problem. Das ist immer das Problem auch bei diesen Sanierungen also diese Eigenleistungen, dass das grad von den Leuten sehr unterschätzt wird. Weil es hat ja dann auch wieder was mit Kosten zu tun. Man macht ja die Eigenleistung, um Kosten zu sparen. Und wenn man jetzt quasi das richtige Prozedere machen würde für 'n Schadstoff, dann wäre es ja auch wieder wesentlich teurer. Aber man gefährdet sich dadurch natürlich selber und da sind auch Sachen dabei, wo man richtig krank werden von kann, ja. Und jetzt so generell, wenn man jetzt schon das Eigenbedarf saniert und man hat das jetzt schon hinter sich, wie jetzt zum Beispiel ich, und jetzt ein schlechtes Gefühl hat, kann man das dann so irgendwie testen lassen, was in meinem Körper quasi alles drin ist? Im Körper nicht so gut. Also, du kannst das ist sehr, sehr teuer und aufwendig. Also, gibt's Tests, aber die kriegst du jetzt nicht beim Hausarzt, ne? Da müsste man mal vielleicht 'n Umweltmedizinerin mal anhauen. Die Ah, können schon okay. so einzelne Sachen testen. Aber im Grunde genommen ist das Beste, wenn man noch mal 'ne Schadstoffuntersuchung machen lässt vom Raum. Ah ja, okay. Also, wenn ihr Also, ob es wissen immer noch wollt, drin ist. ob ihr alles Mhm. losgeworden seid, Ja. ist eigentlich der günstigere Weg. Außer natürlich, du hast jetzt wirklich akute gesundheitliche Probleme, dann würde ich zweischienig laufen. Dann würde ich natürlich gucken, was ist im Haus, aber auch, was ist beim Körper, ne? Ah ja, okay. Und dann Richtung Umweltmediziner war das Genau. Stichwort. Ja, super. Genau, also letztendlich, wir haben jetzt schon so ein bisschen die Schadstoffe, also Asbest, Formaldehyd besprochen. Was sind noch so Klassiker an Schadstoffen, die so vorkommen können? Ja, genau, diese ganzen Biozide mit den Holzschutzmittel, Ah ja, okay. Konservierungsmittel. Mhm. Dann, diese VOCs, das sind leicht flüchtige Schadstoffe, die sich dann auch eher so in der Luft sind und auch eher das Problem kurz nach der Sanierung sind. Das sind Lösemittel. Also alles Lösemittel, die Definition mit VOCs, die ist fast identisch, aber also die meisten Lösemittel sind VOCs, aber nicht alle VOCs sind Lösemittel, so rum, ne? Und,
Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr großes Problem bei Sanierungen. Also auch Schwangere sollten überhaupt gar nichts selbst sanieren. Und man sollte auch in frisch sanierten oder gebauten Häusern Kleinkinder gar nicht Ah, so lassen. Da gibt's von der, was ist denn das, UFZ, da ist ein Institut, die machen dazu ganz viele Forschung und die haben zum Beispiel auch schon Zusammenhang entdeckt, dass Kinder, die, in frisch sanierten oder gebauten Häusern waren, 'ne höhere Anfälligkeit für Asthma haben. Oder wenn, okay. Mütter in der Schwangerschaft, mit beim Sanieren geholfen, also wenn die mit gestrichen haben oder Boden mit verlegt haben, grade, ne, Nestbautrieb in der Schwangerschaft, haben die Kinder auch 'ne erhöhte Wahrscheinlichkeit für Atemwegserkrankungen. Frauen, die in der Schwangerschaft dem Holzschutzmittel PCB, ausgesetzt waren, haben 'ne höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder, Autismus haben. Ach, spannend, Also okay. genau, und grade mit diesen VOCs, die können gut weggelüftet werden. Nur wir haben mittlerweile das Problem im Haus, in Häusern generell, dass diese Schadstoffe auch alle zusammenkommen. Also, wir können selbst wenn man jetzt bei dem Boden drauf achtet, also und bei der Wandfarbe überall drauf achtet, dass die VOC-Grenzwerte eingehalten werden, kann das aber über die Summe der kompletten Sachen, die wir im Haus haben, die VOCs enthalten, doch die Grenzwerte in der Raumluft, überschreiten. Und es gibt VOCs, also es gibt VOCs, die tun es auch gut, ne? Ätherische Öle sind im Endeffekt auch diese leichtflüchtigen Stoffe, die nutzen wir ja auch gesundheitlich. Aber eine Reihe von diesen Sachen, auch wenn die in höheren Konzentrationen, in Räumen sind und wir atmen das ein, können wir krank werden. Da sind auch wirklich krebserregende Sachen mit dabei. Genau, und dann gibt's aber auch noch die SVOCs, dann gibt's, die Schwermetalle, Weichmacher. Also die Liste ist unglaublich lang und auch sehr, sehr kompliziert und die ist auch viel, viel komplizierter geworden, weil wir einfach so eine unglaublich große Auswahl an Baustoffen haben. Und ja, der einzige Weg da raus ist halt möglichst auf unbehandelte Naturbaustoffe zu setzen, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Ja, das haben wir dann auch gemacht, weil mein Mann da eben auch sehr, sehr akribisch dahinter war. Aber jetzt habe ich noch mal zum Verständnis. Mhm. Also, das eine ist gesundheitliche Aspekte. Was kann denn alles, also bei welchen Krankheiten würdest du auch mal auf den Raum schauen? Weil man automatisch als Laie guckt man ja erstmal, habe ich Stress? Also man guckt ja auf die psychologischen, dann habe ich vielleicht eine Unverträglichkeit auf Ernährung oder so. Aber auf dem Raum kommt man ja relativ spät, also ich zumindestens. Aber bei welchen Krankheiten würdest du auch sagen, guckt mal da könnte auch die Schadstoffe oder deine Räumlichkeit, deine Wohnung irgendwie auch ein Treiber sein? Also, ich würde generell bei Asthma gucken. Nicht unbedingt, ob der Raum der Auslöser ist, aber man kann durch den Raum oder durch die Gestaltung des Raumes tatsächlich Symptome einfach lindern, auch bei bestimmten Allergien. Dass man das nicht so guckt, ob das der Auslöser ist, aber man kann Verbesserung erreichen. Wo ich immer hellhörig werde, ist, wenn mehrere Leute im Haushalt die gleichen Krankheiten haben. Mhm. Zum Beispiel eben Asthma oder Genau, Ausschlag oder mhm. wenn irgendwie ein Zeitpunkt festgemacht werden kann, zum Beispiel mit Einzug ins Haus sind bestimmte Probleme schlimmer geworden. Ah, Ist auch okay. so 'n Indikator. Und Mhm. ein ganz wichtiger Indikator ist, wenn du weg bist, sind dann deine Symptome besser. Also, wenn du zum Ah, Beispiel im mhm. Urlaub bist, wenn du 2 Wochen im Urlaub bist und deine Symptome sind besser, dann kann das auch aufs Haus hindeuten. Es kann natürlich auch sein, dass dann Stress abgebaut wird. Den Faktor hat man immer. Aber es kann auch 'n Hinweis darauf sein, also grade wenn man so mit Hautekzem oder Atemproblemen oder so oder mit Schlafstörungen, wenn man morgens auch immer aufwacht, mit 'ner verstopften Nase und man hat das woanders nicht, dann könnte man mal, also es ist natürlich nicht immer 'n Garant, dass das aus'm Haus kommt, aber das sind so Anzeichen, wo man mal auch nachgucken sollte, ob das nicht an der Wohnumgebung liegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eines dieser Symptome habe und ich möchte das messen lassen, zu wem gehe ich da und was kostet das so ungefähr? Also, dass ich, da mal so 'n Gefühl dafür bekomme. Also, du meinst jetzt die Schadstoffe im Haus messen? Ja, im Haus, ja. Äh, ja, schwieriges Thema. Ja, es kommt so 'n bisschen drauf an, was du willst und wo das Problem liegt. Weil so ganz einfache Schadstoffmessungen, dafür gibt's ja Schadstoffsachverständige. Ah ja, okay. Da gibt's ja diese Umweltingenieurbüros. Da findet man über die Suchmaschine einige. Und wenn man aber zum Beispiel noch so 'n bisschen ganzheitlicher weitergehen will, dann landet man tatsächlich bei den baubiologischen Messtechnikern.
Also es sind quasi Baubiologen, die haben sich nochmal weiterbilden lassen in dieser ganzen Messtechnik für Schadstoffe, weil die Baubiologie, die geht die Sache nochmal so ein bisschen anders, ein bisschen holistischer an als jetzt Leute, die nur Schadstoffmessungen machen. Weil da geht es dann meistens so darum, hast du Schadstoffe, die verboten sind, oder werden Grenzwerte eingehalten. Die Baubiologie deckt ja auch die Stoffe ab, die noch nicht quasi als Schadstoffe komplett anerkannt sind, also wo ein Verdacht besteht. Genau, und da ist es aber nur schwierig, da muss man so ein bisschen gucken, welche Qualifikationen die haben, weil das eben kein geschützter Begriff ist, ne? Also jeder kann sich im Endeffekt da baubiologische Messtechnikerin oder so nennen. Ja, Da muss man okay. dann so ein Und bisschen. da gibt es jetzt auch keinen Verband, wo ich irgendwie gucken Ja, doch. kann. Ah ja, okay. Ja, also da kann man über den Verband der Baubiologen kann Mhm. man schon gucken, dass Ah man ja. da seriöse Leute erwischt. Ah ja, okay. Und du hast eine Ausbildung gemacht mit wahrscheinlich einer gewissen Zertifizierung oder so, ich weiß es nicht. Genau, über das IBN. Und da mache IBN. ich im Moment auch die Ausbildung als baubiologische Messtechnikerin, dann auch Ah mit einer ja, okay. Abschlussprüfung. Ja. Und die sind dann quasi auch so eine, da kann ich zum Beispiel gucken, wo hat der quasi seine Ausbildung gemacht, und wenn da IBN ist, dann könnte man sagen, ist das eine verlässliche Ausbildung. Okay. Genau, der hat dann schon mal umfangreich was gelernt und da ist dann auch eine Abschlussprüfung gewesen, dass man das auch irgendwie so ein bisschen überprüft. Und das IBM hält sich auch an so Standards. Also das ist dann, die haben da Richtwerte festgesetzt nach der baubiologischen Messtechnik und da wird dann auch so bestimmte Sachen festgelegt, dass wenn man danach arbeitet, dass man eben wissenschaftlich arbeitet, dass man unabhängig die Leute berät und sowas. Und die zweite Frage, die ich noch habe, ist es dann wichtig, dass der bei mir aus der Region kommt? Weil der muss ja wahrscheinlich die Messung direkt im Haus machen. Oder läuft sowas auch national? Also könnte ich das jetzt auch bei dir machen, obwohl du vielleicht gar nicht bei mir in der Nähe wohnst? Also bei manchen Sachen muss man vor Ort sein. Ja, okay. Also ich würde das auch eher gucken, dass man jemanden vor Ort holt. Man muss sich angucken, die Sachen auch für die Tests. Der wird ja, Messgeräte werden da mitgebracht. Okay. Ja, da sollte man sich jemanden vor Ort suchen. Ah ja, okay. Super, Dankeschön. Das heißt, wir haben jetzt einen guten Überblick bekommen. Also man muss quasi bei Krankheiten sollte man hellhörig werden. Dann kann man eben so eine Schadstoffanalyse machen mit einem Experten, der dann ins Haus kommt. Es gibt so grob Baumaterialien und Schadstoffe, da habe ich jetzt auch schon einen Überblick bekommen. Und du sagst generell, das ganze Thema in Eigenleistung sanieren ist immer auch ein Risiko, wenn ich das mal so Genau, also zusammenfassen man kann. muss sich mit dem Thema Schadstoffe beschäftigen, Ja. weil man hat ja auch im Endeffekt, es gibt ja 4 Stufen von Schadstoffen. Also einmal die Schadstoffe, die bei der Herstellung der Produkte ein Thema sind, dann bei der Verarbeitung, also die dich als Eigenleister direkt betreffen, dann die Schadstoffe während der Wohnphase und dann später die Schadstoffe bei der Entsorgung. Und je nach Bauprodukt können das in einem Produkt 4 unterschiedliche Sachen sein. Ah, Also wow. Okay, ich das sehe ist schon die so, Komplexität. genau, es ist sehr komplex. Ja. Und es ist ja dann auch die Frage, was mir total wichtig ist oder ein Thema, was mir am Herzen liegt, dass man nicht nur darauf achtet, dass ein Baustoff keine Schadstoffe während der Wohnphase abgibt, sondern eben auch guckt, dass in den anderen Phasen keine Schadstoffe entstehen oder weniger entstehen, weil Schadstoffe finden den Weg zurück zu uns. Also auch die Schadstoffe, die in der Produktion entstehen, finden über die Nahrung, übers Wasser den Weg zu uns zurück. Also wir belasten uns dann trotzdem mit Schadstoffen, auch wenn es nicht in unseren 4 Wänden ist. Und gerade bei diesen Eigenleistungen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich mit den Schadstoffen auseinandersetzt, die während der Verarbeitung ein Problem sind. Zum Beispiel alle Baustoffe, die auf Polyurethanbasis sind. Die enthalten Isocyanate. Und diese Isocyanate, die sind also wenn man zum Beispiel 2 Komponentenschäume, Bauschaum oder so, verwendet, dann werden diese Isocyanate freigesetzt. Und wenn man die einatmet, davon kann man tatsächlich, wenn man eine große Dosis abbekommt, sterben. Oh, wow. Ja, Okay. also wenn man so, jetzt wenn man da ein bisschen Bauschaum, die Tube stirbst du nicht direkt, aber du kannst Atemwegreizung bekommen, du kannst die Augen reizen. Und der größte Chemieunfall, den wir in der Geschichte der Menschheit hatten, war ja in den 80er Jahren in Bhopal in Indien. Und da ist eben eine Riesenwolke an Isocyanaten freigesetzt worden und da sind mehrere tausend, also ich weiß nicht, 20.000 Menschen, also Tausende von Menschen gestorben da dran. Und dieser Stoff, gerade wenn man diese Produkte verwendet vor Ort, also diese Ortschäume auf PU-Basis, man muss sich damit auseinandersetzen. Und man muss zum Beispiel, wenn man Eichenholz schleift, der Staub von Eichenholz löst Kehlkopfkrebs aus. Also man muss eine Maske tragen.
Dann, also Okay. man muss sich mit den Baustoffen auseinandersetzen. Oder dann auch wenn man mit Farbe streicht, dieses Konservierungsmittel, was in der Farbe ist, das kann Allergien und Hautekzeme auslösen. Ah Also ja, okay. Und das eine ist natürlich kurzfristig mal, ich kriege 'n Ausschlag und danach ist wieder gut und dann habe ich aber eben auch teilweise so langwierige mhm. Folgen dann. Ist ja auch das Gleiche mit Asbest, wenn man Asbest verarbeitet. Man hat dann aber das später und bei diesen Konservierungsmitteln, die Allergien können auch bestehen bleiben. Also Ja, das okay. Ich habe letzte Woche Putz abgehauen und, irgendwann habe ich mir dann auch 'ne Maske hin, aber ich habe mal also man sollte eigentlich immer auch dann so Masken tragen, ja, Atemmasken. ich würde bei so Sachen immer weil du hast ja auch zum Beispiel, die alten, künstlichen Mineralfasern, also alte Glaswolle und alte Steinwolle Mhm, war da von auch. 2004, da haben ja auch bestimmte Chargen, also nicht alle. Ja, Also die gehen von 5% aus, dass 5% der damals hergestellten KMF, auch lungengängige Fasern haben, die die gleichen Symptome auslösen können wie Asbest. So, und dann hast du aber so ein bisschen, ne, Lotto, weil es sind halt nur 5% und du weißt ja auch nicht, ob du gerade die 5% da erwischt hast. Also, bei allen Arbeiten, wo Staub entsteht, immer Maske anziehen. okay. Das wäre jetzt 'n Ding, also, so 'n bisschen, Tipps fürs die in Eigenleistung sanieren. Weil das ist ja so wirklich, da ist man ja blauäugig. Wir haben das jahrelang gemacht. Bei Asbest haben wir natürlich total gut aufgepasst, weil da wusste man das. Aber jetzt, wenn du Bauschaum sagst, da habe ich natürlich nicht aufgepasst. Also, wir haben keinen Bauschaum verwendet in dem Sinne, aber generell ist man ja dann man geht ja nur zum Obi, kauft sich was und verbaut es. Also, was wären jetzt so, sage ich mal, 'n paar Tipps? Also, immer 'ne Maske tragen, sobald es staubt. Wo sollte man noch aufpassen, wenn ich jetzt so Also, den isocyanathaltigen Bauschaum, den kriegt man mittlerweile nicht mehr frei ah wegen ja, dieser okay. Thematik. Aber wenn du noch 'ne Mhm. alte Tube irgendwo hast, genau, worauf man achten sollte, also, ich würde grade wenn ihr saniert und auch wenn man saniert und im Haus schon wohnt, ganz wichtig, Staubschleuse. Dass Aha, man einfach okay. sorgt, dass die Stäube von der Baustelle nicht in die Bereiche kommt, wo gewohnt wird. Ah ja, okay. Mhm. Dann immer also, ich würde immer, wenn's staubige Arbeiten ist, egal was es ist, immer Minimum 'ne Staubmaske tragen. Also, man muss da jetzt nicht die volle P3. Ladung, aber Mhm. dass man diese Staubmaske trägt. Ich würde im Zweifel, also, grade auch bei Asbest, testen lassen. Da gibt's ja auch mittlerweile so günstigere Tests oder ob man mal generell das Haus auch vorher durchtesten lässt, dann ist man auf der Seite sicher. Ich würde bei viel mehr Arbeiten auch Handschuhe anziehen oder den Hautkontakt auch vermeiden. Also, grade auch wer mit Kalkprodukten arbeitet, das ist ja ganz alkalisch, da kann man so alkalische Verbrennungen auf der Haut bekommen. Ja, und auch das Problem mit den Dämpfen, also immer gut belüftet arbeiten, ist auch 'n ganz wichtiger Punkt, weil auch grade wieder mit diesen VOCs, das kann schon 'ne immense Belastung einfach sein. Mhm. Und welche Baustoffe sind dann generell eher so, sage ich mal, so die guten, wo du sagst: „Ah, das kann man jetzt gut verbauen, da muss man jetzt kein schlechtes Gewissen haben oder nicht“, also, was sind so die Empfehlungen? Ja, ich würde auf Naturbaustoffe setzen, möglichst unbehandelt. Für mich gehört auch in jedes Haus Lehm. Lehm ist halt auch 'n ganz toller, Baustoff für Eigenleistung, weil du den ja unendlich korrigieren kannst. Ähm, also, wir haben auch ganz viel Lehm und Holz einfach. Also, wir haben jetzt auch Holzfaserdämmung. ja, da sind genau, also, dass man einfach guckt und dass man auch auf Siegel achtet. Klar, die sind auch nicht immer so 100% verlässlich. Also, ich würde jetzt auch zum Beispiel Bauprodukte nicht nur nach 'nem blauen Engel aussuchen, aber wenn man zum Beispiel in kritische ähm, Produktgruppen geht, also, wenn man jetzt zum Beispiel 'ne Holzwerkstoffplatte braucht, weil nix ne, weil's, ne, nichts anderes funktioniert, dann würde ich schon auf Siegel achten. Und ansonsten wirklich auf Vollholz, Lehm gehen, auf Kalk und Mhm. einfach so dann schauen, Ja, dass man genau. möglichst auch und dann auch bei den ganz, ganz wichtig bei diesen kleinen, unwichtigen Produkten in dem Sinne, also die in kleinen Mengen verbaut werden. Das sind meistens die größten Schadstoffschleudern. Zum Also Beispiel? Silikon, Acryl, diese ganzen Ah. Klebstoffe, Bindemittel, Wandfarben. Also das sind so die Sachen, die braucht man mengenmäßig nicht viel, ne? Wenn man das mal vergleicht zu der Menge an Dämmung, die man braucht oder so. Genau da muss man aber drauf achten mit den Schadstoffen. Ah ja, okay. Mhm. Spannend. Also, ich überlege gerade bei uns, also, mein Mann hat da wirklich ganz extrem drauf geachtet. Wir haben wirklich mit Holzfaserplatten, wir haben mit Kalk verputzt, wir haben Fenster mit Leinöl gestrichen und alle Holzer auch mit Leinölfarbe.
was dann immer teurer war und aufwendiger auch, weil teilweise muss man ja Kalk dann öfter streichen und nicht nur einmal und so. Aber ich glaube, genau, aber trotzdem, mir war das damals nämlich gar nicht so bewusst, aber ihm war das so wichtig. Deshalb ist mir da erst bewusst geworden, wie viel man da eigentlich als, wenn es einem nicht wichtig ist, einfach verbaut, ohne dass man weiß, was man sich da eigentlich ins Haus holt und täglich dann auch einatmet. Genau. Also ich würde sagen, Schadstoffe haben wir einen guten Überblick bekommen. Schon mal vielen Dank. Und jetzt kommt Werbung. Ganz egal, ob ihr jetzt schon eine Immobilie sanieren wollt oder erstmal den Markt beobachtet und noch weiter zur Miete bleibt, eine Sache könnt ihr wirklich sofort umsetzen und das ist der Wechsel zu echter Ökoenergie. Und das Coole daran ist, dass ihr auch wirklich Geld dabei sparen könnt. Ich habe nämlich letztens unsere Endabrechnung von Ökogas und Ökostrom vom letzten Jahr bekommen und wir konnten uns über eine ordentliche Rückzahlung von über 800 € freuen. Ja, und das lag vor allem an den günstigeren Preisen von unserem neuen Versorger, den ich euch echt ans Herz legen kann. Und das ist nämlich Polarstern. Polarstern ist nämlich ein echter Ökostromanbieter. Ihr bekommt dort immer 100% Ökoenergie, bei Strom genauso wie bei Gas. Und es gibt auch diverse Spezialtarife für PV-Anlagen, Wärmepumpe oder Elektroauto. Außerdem bietet Polarstern ganz spezielle Lösungen an, wie zum Beispiel die Kaskadenmessung. Und dabei unterstützt Polarstern die Energiewende pro verkaufter Kilowattstunde so stark wie kaum ein anderer. Und zudem sind sie auch noch zertifiziert durch das grüne Stromlabel und sie fördern den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und weltweit in Entwicklungsländern wie in Kambodscha und Madagaskar. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh Mann, ja, Stromversorger wechseln, das wollte ich auch noch unbedingt dieses Jahr machen, steht auf meiner To-Do-Liste schon ganz lange, dann sage ich jetzt angehen, denn ihr könnt sofort Energiekosten sparen, indem ihr zu einem echten Öko-Energieversorger wechselt. Ja, wenn euch das überzeugt hat, dann schaut doch gleich bei Polarstern vorbei und wer mit dem Code HOLYHOME zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 € auf die nächste Jahresabrechnung. Alle Infos und den Link findet ihr in den Shownotes. Auch ein Thema immer wieder ist das Thema Schimmel. Also vor allem, wenn man dann besichtigt. Genau, wir machen jetzt eben gerade auch eine Staffel zu Bestandsimmobilien. Was mache ich denn da, wenn ich da Schimmel irgendwo finde? Und ja, wie gehe ich da vor? Also ab wann ist eigentlich so Schimmel gefährlich? Also oder wann ist es total ungefährlich? Also Schimmelpilze haben wir ja überall. Das ist ja ein wichtiger Teil unseres Kreislaufes, ne? Der zersetzt ja die Materie. Zu Humus ist 'n Teil mit dabei. Das heißt, egal wo wir sind in der Luft, außer man ist jetzt in 'nem Reinraum, fliegen überall Schimmelpilzsporen rum. Und deswegen, also uns Menschen schadet das in diesen ganz normalen, natürlichen Mengen gar nicht, außer man ist jetzt natürlich schwer krank oder so. Aber in Räumen ist doch oft das Problem, wenn dann in Räumen Schimmel wächst. Schimmelpilze geben ja dann wirklich Millionen von Schimmelpilzsporen ab und die können sich dann anreichern und da sind tatsächlich also Probleme da. Und es gibt auch keinen Grenzwert für Schimmelpilze, weder für die Sporen noch für die Toxine oder irgendwas, sondern das Umweltbundesamt sagt, Schimmel soll in größeren Mengen oder in Mengen, die größer sind als draußen sind, nicht vorkommen. Aha, Also okay. Schimmel soll immer beseitigt werden Okay. in Häusern, weil du einfach diese Gefahr hast, dass diese Sporenanzahl in dem Raum zu groß wird. Und es gibt ein paar Schimmelsorten, also die Schimmelpilze, da gibt's ja ganz, ganz viele verschiedene Sorten, die sind richtig gefährlich. Also davon wird man richtig krank. Da sind Fälle von bis hin zur Lähmung, also wo man wirklich Wow. es geht dann nicht nur um Atemwegserkrankungen, Allergien, sondern man wird richtig systemisch krank davon. Okay. Wow, okay. Das war mir gar nicht bewusst. Und jetzt sagt man ja auch immer so, ja, manche Schimmel ist nicht so schlimm, weil wenn man ein bisschen besser lüftet, dann geht der weg und anderer ist quasi so, hängt so ganz stark mit Wärmebrücken und Bausubstanz zusammen. Würdest du das so unterschreiben? Ne, so wie du es formuliert hast, jetzt nicht. Ah ja, okay. Weil, Korrigier mich. du redest gerade über verschiedene Ursachen. Aha, Du okay. hast einmal, Ja. also bei Schimmel ist es so, Schimmel braucht verschiedene Sachen zum Wachsen. Also die Sporen, die können ganz, ganz lange überleben
Und sobald aber eine Spore irgendwo hinfällt, wo sie alles findet, was sie braucht zum Wachsen, wächst aus dieser Spore ein Schimmelpilz. Und der Hauptfaktor ist aber Feuchtigkeit. Also Feuchtigkeit ist das Allerwichtigste, was eine Schimmelpilzspore zum Wachsen braucht. Und jetzt ist eben die Frage, wie bauphysikalisch, wo kommt die Feuchtigkeit in einem Gebäude her? Und klar, wenn man jetzt einen Wasserschaden hat, ist das natürlich klar, ist sehr offensichtlich, wo das Wasser herkommt. Und aber diese Bauphysik, dass bei Wärmebrücken die Oberfläche kälter ist und dadurch eine warme Luft kann ja mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte, kondensiert eben die Raumluft auf dieser kalten Oberfläche und dann entsteht da Feuchtigkeit, dann hat der Schimmel Feuchtigkeit zum Wachsen. So, und das kann daran liegen, dass da eine Wärmebrücke ist, das heißt, die Oberfläche ist zu kalt. Und es kann aber auch daran liegen, dass die Luft zu feucht ist, weil nicht genug gelüftet wurde. Okay. Also muss man dann immer, wenn verstanden. ein Schimmel wächst, muss man als erstes immer rausfinden, woher kommt die Feuchtigkeit. Und das kann sich auch überlagern. Also es kann tatsächlich auch einfach die Kombination sein aus schlechten Lüften und einer Wärmebrücke. Und dann wächst der Schimmel. Und es gibt so ein paar Anzeichen, wo man halt das erkennen kann, wenn zum Beispiel der Schimmel nur an Außenwänden ist, dann liegt es eher an einer Wärmebrücke. Also eher, okay. ich sage jetzt eher, das muss halt für den Einzelfall mal prüfen. Wenn jetzt der Schimmel überall im Raum ist, dann ist es eher falsches Lüftungsverhalten. Und wir haben ja in Deutschland quasi 2 Probleme im Moment. Einmal unser Altersbestand wird ja immer älter. Durch den alternden Altersbestand haben wir mehr Wasserschäden. Durch mehr Wasserschäden haben wir mehr Schimmel. Dann gehen wir aber hin und sanieren das alles und bauen neu sehr dicht. Und durch diese dichten Bauweisen müssen wir anders lüften. Und gerade bei Sanierungen ist das ein Problem, dass den BewohnerInnen das nicht erklärt wird, dass mehr gelüftet werden muss. Und dann kommt es auch wieder zu mehr Schimmel. Okay, was mache ich jetzt, wenn ich quasi in einer Wohnung lebe oder in einem Haus und ich finde Schimmel? Wie gehe ich denn dann vor? Das kommt auf die Größe an. Also es gibt vom Umweltbundesamt auch diesen Richtwert. Also wenn der Schimmel weniger als ein halber Quadratmeter ist. Und dabei geht es aber um die komplette Schimmelfläche im Raum. Also nicht um den einzelnen Schimmelfleck, sondern alle Schimmelflächen, die im Raum sind. Wenn die weniger als ein halber Quadratmeter ist, dann kann man den selbst entfernen. Und da ist es ganz wichtig, dass man zum Beispiel niemals trocken an der Schimmelfläche reibt, weil damit die Sporen verteilt werden. Sondern man macht das feucht. Wenn es ein poröser Baustoff ist, dann muss eigentlich das auch ein bisschen rückgebaut werden, wird meistens nicht gemacht. Dann kann man aber mit Isopropanol versuchen, den Schimmel abzutöten. Wenn der Schimmel abgetötet ist, heißt das nicht, dass der unschädlich ist. Weil es gibt Schimmelpilzarten oder auch Menschen, die sind gegen den Myzel, also gegen den Fruchtkörper vom Schimmel, allergisch. Das heißt, eigentlich ist das Ideal immer, dass der Schimmel komplett entfernt wird und nicht nur abgetötet wird. Und bei glatten Flächen machst du den mit einem ganz normalen Reiniger. Mit Glas, weiß ich nicht, Essigreiniger, Glasreiniger, welchen Reiniger du hast, einfach weg. Aber ganz wichtig, feucht, die Lappen alle entsorgen und gucken, dass man so ein bisschen hygienisch arbeitet. Und alles, was aber größer ist, das sollte eine Fachfirma machen. Weil da geht es auch wieder darum, dass die Sporen im Haus nicht verteilt werden. Man braucht wieder eine Schmutzschleuse. Und man muss ja auch vor allem die Ursache wegbekommen. Also das Wichtigste ist immer die Ursachenfindung, Ursachenbehebung und dann Schimmelentfernung. Und zwar nicht nur Schimmel abtöten, sondern ich sage das jetzt ganz bewusst auch, weil das ganz oft falsch gemacht wird, sondern Schimmelentfernung. Also der Knackpunkt ist, der Schimmel muss entfernt werden. Und wenn ich jetzt einen Experten da beauftragen will, gehe ich dann auch wieder zum Baubiologen oder ist das jemand anders? Das kann beides. Da gibt es wieder die Sachverständigen für Schimmel Mhm. und baubiologische Messtechniker machen das auch. Also einfach nur zu einem Baubiologen würde ich damit nicht gehen. Die wissen dazu wenig, also da muss noch mal was obendrauf. Okay. Baubiologen sind ganz interessant, wenn es um versteckten Schimmel geht. Ja. Was heißt versteckt? Ja, dass man vermutet einen Schimmelbefall, aber man sieht den jetzt offensichtlich nicht. Und dann auf die Suche zu gehen. Weil da ist es oft, also nicht bei allen natürlich, aber es ist oft so, dass diese Sachverständigen für Schimmel das einfach nur abarbeiten, aber viele Baubiologen sind nochmal bereit, mehr zu investieren, Arbeitszeit, um zu gucken, ob da nicht irgendwo was versteckt ist. Also ein bisschen Detektivarbeit. Ja, genau diese Detektivarbeit, da muss man. Okay. Wir haben ein altes Denkmal saniert über Jahre und haben auch Hausschwamm gehabt. Genau. Kannst du mal erklären, was Hausschwamm ist und warum das jetzt so
schlimm ist. Also wir wurden damals, hieß es, oh mein Gott, ihr habt Hausschwamm. Ganz, ganz schlimm. Warum ist das, was macht der? Ja, Holzschwamm ist ein holzzerstörender Pilz. Also es ist kein Schimmelpilz, sondern ein holzzerstörender Pilz. Und Hausschwamm ist einfach so tückisch, weil der braucht, wenn der einmal gewachsen ist, braucht der nur ganz minimal irgendwo eine Feuchtigkeitsquelle und dann kann der riesengroß werden. Und der kann ganz, ganz, ganz viel Holz befallen. Und den loszuwerden ist dann auch sehr schwierig, weil es reicht dann nicht nur, das offensichtlich befallene Holz auszubauen, sondern man muss viel, viel mehr rückbauen, als so offensichtlich ist. Und das ist für manche alte Häuser ist das auch quasi der Todesstoß. Das heißt, also auch jetzt das Haus von der Großmutter von meinem Mann musste wegen Hausschwamm abgerissen werden, weil es einfach so ein massiver Schaden war, dass sich das nicht mehr gerechnet hat, das zu sanieren, weil man hätte so viel von den Holzstrukturen zurückbauen müssen. Hm. Betrifft es dann vorwiegend auch alte Häuser wie jetzt Fachwerk, die dann auch wo die Statik auch an so Holzelementen hängt? Ja, also genau. Also bei Fachwerk sind halt besonders gefährdet, weil da eben viel Holz verbaut wird. Und dann kann es auch eben sein, dass da viele Bereiche befallen sind. Und dann muss man eben großräumig das zurückbauen. Und es ist auch die Empfehlung, dass wenn Hausschwamm mal war an der Stelle, dass man da auch gar nicht mehr mit Holz baut, sondern in dem Bereich, dass man Ja. dann eben mauert. Ja, genau, das haben wir dann gemacht. Ja, okay. Und wir haben eben auch mit Wärme dann gearbeitet, dass dass es ganz wenig Feuchtigkeit überhaupt in diesem Außenhaus dann Genau, gibt, mit weil Wandheizungen Feuchtigkeit und so. Ja, genau. ist der Knackpunkt. Also, Ja, genau. das ist so, ein Haus muss trocken sein, aber es gibt eben so viele Prozesse, wie Feuchtigkeit entsteht, weil wir produzieren jetzt, während wir hier sitzen, auch Feuchtigkeit. Ja. Und die kann schon zum Problem werden. Mhm. Das heißt, also mir hat damals im Denkmalamt, als ich auf der Suche war nach einem Haus und ich habe mich da immer wieder informiert, der hat zu mir gesagt, ich gebe Ihnen den Tipp, kaufen Sie sich ein Haus aus Stein, weil bei Holz, also wir haben viel Fachwerk in der Gegend, wo ich bin, das kann dann immer sehr schwierig werden und genau, das fand ich irgendwie so, aha, okay, warum? Und ich glaube, Hausschwamm ist da, glaube ich, bei Fachwerkhäusern wirklich so schwierig. Ja, Ja, okay. bei Fachwerkhäusern faulen ja oft auch unten die, ich weiß gerade den Namen nicht, die Träger, dass ja bei Fachwerk dann ganz oft das obere Haus okay ist und man hat massive Probleme mit den Fundamenten und sowas. Also alte Fachwerkhäuser zu sanieren ist spannend immer. Da findet man viele Überraschungen. Ja, okay, also nur für die Mutigen. Ja, aber dann kriegt man ganz tolle Sachen auch raus am Ende. Ja, Man das muss es stimmt. halt Das hat ja nur, auch viel Charme. ja. Ja, genau, das stimmt schon. Jetzt haben wir das Thema Hausschwamm besprochen. Wir wissen, okay, mit Holz immer schwierig, aber man kann es ja auch trotzdem, man verbaut dann eben entweder dann mit Stein, verwendet weniger Holz. Ja, also wunderbar. Wir haben jetzt das ganze Thema Schadstoffe besprochen. Wir waren jetzt bei den Schimmeln und dann waren wir bei den anderen Pilzen wie den Hausschwamm. Jetzt würde ich noch ganz kurz zu den Schädlingen kommen. Welche Schädlinge sind denn so allgemein öfters mal in Häusern zu finden? Und auch da, gibt es da auch gesundheitliche Schäden oder ist es eher mehr die Bausubstanz, die da betroffen ist? Ja, es ist jein. Also es ist meistens die Bausubstanz. Es gibt tatsächlich Indikatorschädlinge für Schimmelpilze. Also wenn man zum Beispiel viele Silberfische im Haus hat, kann das darauf hindeuten, dass irgendwo ein versteckter Schimmel ist, Ah ja, weil okay. Silberfische den essen. Bei Schädlingen ist es immer so, man muss unterscheiden, ob die Trockenholzschädlinge sind oder ob die Frischholzschädlinge sind. Und da muss auch wenn man den Verdacht hat, muss auch wirklich eine Fachperson her, um dann auch zu entscheiden, ist der Befall noch akut, ist der Befall nicht akut. Bei Neubauten sind Schädlinge, zumindest diese Holzschädlinge, kein Thema mehr, weil die Hölzer werden ja nur noch technisch getrocknet, eingebaut. Und wenn man sich an diese ganzen Baustandards hält, ist das kein Thema mehr. Bei Altbauten wird man da definitiv noch mal auf welche treffen. Und jetzt ist es aber so, dass auch wenn man das kann man gut sanieren, wenn man weiß, was ist betroffen, welcher Schädling es ist. Wichtig ist, dass man da nicht zwingend mit der Chemiekeule dran geht, sondern erst mal guckt, welche andere Möglichkeiten habe ich, weil sonst verschiebst du das Problem von Schädlingen zu Schadstoffen Ah in ja, deinem okay. Haus. Ja, das stimmt. Und auch die Trockenheitsliebenden, also die Trockenholzschädlinge, die brauchen auch ein bisschen Feuchtigkeit. Also auch so ein Holzwurm oder so ein Holzwurm braucht Feuchtigkeit. Das heißt, wenn Holzwurm irgendwo noch aktiv ist, ist irgendwo auch noch eine Feuchtigkeitsquelle. Das heißt, da muss man auch einfach gucken,
dass man da auch erstmal auch wieder die Ursachen behebt. Also auch, ja. Mhm, okay. Und wenn ich jetzt irgendein altes Haus besichtige, also was könnte mir auffallen, wo ich ein bisschen hellhörig werde? Du sagst jetzt gerade die Silberfische. Okay, die werde ich vielleicht jetzt bei der Besichtigung noch nicht sehen, aber irgendwie so beim Holz, wenn ich das Dach anschaue, diese Holzbalken, wo sollte ich stutzig werden? Wenn ganz viel frische Holzbröseln auf dem Boden liegen. Ah ja, Also okay. wenn so Mhm, Holzspäne irgendwie so mhm. frische auf dem Boden liegen, dann scheint irgendwo noch ein aktiver Befall zu sein von irgendeinem Tier. Also das ist immer so ein Zeichen bei Schädlingen. Man kann also, weil wenn der Balken zerfressen ist, so mit diesen typischen Holzwurmlöchern, ist das nicht zwingend 'n aktiver Befall. Da müsste man zwar dann mal statisch gucken, ob das 'n Problem ist, dass der noch, genug Resttragfähigkeit hat, aber wenn man schon irgendwo akut da die frischen Sägespäne, also diese Holzstaub Ja, sieht, okay. dann, ja, sollte man hellhörig werden. Auch bei Besichtigung hinsichtlich Schimmel, wenn die frisch gestrichen haben, kurz vor der Besichtigung, auch immer skeptisch, ob die da jetzt nicht irgendwie Schimmel überstrichen haben. Ah ja, okay. Das Mhm. ist auch so 'n Punkt. Also, wenn's dann irgendwie so frisch gestrichen auch riecht, direkt mal skeptisch sein. Ja, okay, sehr gut. Wunderbar. Okay, und, du hast schon gesagt, Schädlinge, wenn wir das Kapitel jetzt abschließen wollen, eher im Altbau und im Neubau sind die eigentlich weniger zu finden. Okay, wunderbar, super. Gut, super. Also schon mal vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt echt einen guten Überblick bekommen. Kommen wir doch zum Schluss. Meine Hörerinnen und Hörer, die sind alle gerade so auf der Suche, die überlegen gerade, kaufe ich mir ein Eigenheim und schauen sich auch viele an und sind in dieser Mhm. Besichtigungsphase. Hast du für die Hörer noch so ein, 2 Tipps, so von einer Baubiologin, worauf sie achten sollen, wenn ihnen eben auch das Thema am Herzen liegt mit, den ganzen Themen gesunden Bauen? Ich würde blind keine Immobilie kaufen. Also, ohne Schadstoffgutachten würde ich keine Immobilie kaufen. Ähm, Das mag erst mal teuer sein, 'ne Investition, aber man spart viele Kosten im Nachhinein und viele Nerven. Also, vielleicht noch nicht mal, dass man jetzt 'ne komplette riesenkrasse Schadstoffuntersuchung machen muss, aber dass man zumindest zur Besichtigung jemanden mitnimmt, der schon die ersten Sachen auch erkennt. Jemand, der vielleicht, also jetzt nicht reiner Baubiologe oder so, sondern jemand, der auch irgendwie Baugutachter in die Richtung geht, Ja, also mhm, wirklich Ahnung hat auch von ja, Bausubstanz. ja. Und dass man sich nicht blenden lässt von: „Ach, das ist so 'n schönes Häuschen, das ist so romantisch“ oder so, sondern wirklich, sich damit vorher auch beschäftigt, was da auf einen zukommt, auch an Kosten, an Problemen und ob das dann leistbar ist. Weil man kann auch aus hässlichen Gebäuden, die in der Besichtigung jetzt nicht so toll sind, sehr, sehr schöne Häuser machen. Und da einfach wirklich nicht blind oder naiv was kaufen, weil da habe ich auch in meinem Umfeld einige Fälle, wo dann die Kosten 'n bisschen aus'm Ruder gelaufen sind, weil da einfach viel unterschätzt wurde. Ah ja, okay. Also, wir hatten eben hier auch schon mal 'nen Gutachter vor einigen Folgen, der eben auch so Verkehrswertberichte anbietet. Aber würdest du sagen, neben so 'n Sachverständigen, die ja meistens Ingenieure auch oder Architektenhintergrund haben, sollte man sich dann noch mal jemanden zu Rate ziehen, der auch so 'n bisschen aus der Baubiologie oder aus dem Bereich kommt? Ja, zumindest der sich mit Schadstoffen auskennt. Ja, okay. Gut, bei Mhm. der Baubiologie, da werden noch mal andere Punkte mit beachtet, auch so mit so, also, man sollte sich auf jeden Fall die Umgebung auch sehr gut angucken. Und die Baubiologie nimmt ja dann noch mal das Thema Elektrosmog so 'n bisschen mit auf. Das haben halt andere überhaupt gar nicht aufm Schirm. Du hattest eben auch erzählt, hattet Probleme mit Altlasten, oder? Also, das ist dann auch noch mal 'n Thema, was, es kann auch sehr, sehr teuer sein mit Altlasten aufm Grundstück. Also, man braucht eigentlich jemanden, der so 'n bisschen Allrounder ist. Also, ja, ich kenne, die gibt es auch. Die gibt es auch, Ah ja, dass man okay. halt so 'ne Immobilie mal so 'n bisschen ganzheitlicher betrachtet, dass man verschiedene Probleme ausschließen kann. Ja, ja, weil als Laie kommen ja so viele Sachen. Also, man braucht generell erst mal so 'n Bausubstanz, dann kommt aber auch das ganze Thema energetisches Sanieren. Ja. Und wenn ich dann noch Richtung gesundes Bauen gehe, da habe ich schon viele Aspekte, die ich schon vor Ja. dem Kauf alles so 'n bisschen berücksichtigen muss. Und das ist natürlich auch 'n bisschen kompliziert, aber wahrscheinlich ist es immer die Sache wert, weil wenn ich dann das Haus habe und ich stelle fest, dass da eben zu viel Formaldehyd oder Asbest oder was auch immer drin ist, dann, ja, muss ich eben sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das irgendwie
gesund hinzubekommen. Im schlimmsten Fall ist es halt ein Totalschaden, ne? Weil wenn du dann ein Haus kaufst wie dieses Fertighaus, was dann so mit Schadstoffen belastet ist, dass es abgerissen werden muss. Ja, klar, diese Fälle kommen ganz selten vor, ja, das sind die wenigsten. Aber Das ja, stimmt, ja. Da ist auch ein ganz bekannter Fall, Maison Journelle aus Berlin, die hat ein Haus gesteigert, ein ganz süßes Häuschen, Oma-Häuschen, genau, das ist so eine Influencerin. Und dann wurden da eben auch Schädlinge im Dachgebälk, festgestellt und sie musste auch das ganze, alte Haus quasi abreißen lassen und neu bauen. Und das war echt eine schwere Entscheidung, weil die Sanierungskosten eben manchmal auch wirklich immens dann sind. ja, also es ist ja, deswegen einmal lieber vorher mal gerade ein paar 100 € mehr investieren, dass man mit 'nem Gutachter dahin geht, bevor man da wirklich Tausende von Euros in den Sand setzt. Ja, das stimmt. Ja, okay. Liebe Esther, vielen, vielen Dank für das ganze Wissen, das du uns heute zur Verfügung gestellt hast. Du hast wirklich mal ganz andere Themen angesprochen, weil diese Themen hat man so gar nicht so auf dem Schirm. Also klar, energetisches Sanieren war die letzten Jahre so in der Presse, dass man ja wirklich Mhm. da jetzt auch sensibilisiert ist. Aber zum Thema gesunden Bauen und so, das ist eben nicht in allen Köpfen so drin. Deshalb vielen Dank, dass du uns da aufgeklärt hast. Und ich kann nur deinen Instagram-Kanal empfehlen für alle, die da mehr interessiert sind. Kannst du uns noch mal verraten, wie der heißt? Der heißt Casa Caroni Mhm. und da habe ich eben als Schwerpunkt quasi gesundes Bauen. Es ist harte Kost, es ist kein Entertainment-Kanal. Aber Ja. ich denke grade für Sanierungen und, auch Ja. für Hausbau, für Neubau versuche ich immer möglichst vielschichtig breite Themen anzusprechen, weil das ist so mein Herzensanliegen, dass halt Baufamilien wirklich für ihr Geld auch Qualität bekommen und dann wirklich Freude haben auch an ihren Häusern. Ja, Und super. ja, Perfekt. Und wenn man jetzt Interesse hat, mit dir zusammenzuarbeiten, was bietest du an für Beratungsleistungen und wie kann man mit dir in Kontakt treten? also man kann über Casa Caroni zu mir kontaktieren. Ich habe auch eine Internetseite, esterkarl.de. Komm, packe ich auch in Ähm, die Shownotes. Mhm. ja, ich biete im Moment nicht so viel an, weil ich ein Zeitproblem habe. Was ich im Moment mache, sind, einfach Beratungen, und zwar hinsichtlich gesunden Bauen. Ich mache im Moment ja die Fortbildung auch zur Messtechnikerin, also ich möchte irgendwann auch rausgehen und Schadstoffe wirklich selber messen. Aber im Moment mache ich eher Beratungen, also auch Zweitmeinungen oder Leute, die einfach mal allgemein was wissen wollen oder haben jetzt einen spezifischen Fall, wo sie nicht weiterkommen. Einfach ganz breit über das ganze Spektrum der Baubiologie auch. Aber die meisten Leute wenden sich tatsächlich an mich für gesundes Bauen, für gutes Raumklima Mhm. Okay. und, genau. Ja, und da ist vielleicht ja einer oder andere Hörer und Hörerin dann interessiert, mit dir in Kontakt zu treten. Super. Dann vielen Dank für das schöne Gespräch und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Ich habe Danke. mich sehr gefreut, hier zu Ja, sein und, das wünsche ich dir auch. ja, danke schön. Bis Bis dann. dann. Tschüss. Sodala, das war das Interview mit der Baubiologin Esther Kahl. Was für ein spannendes Gespräch, oder? Also jetzt mal so ganz ehrlich, hattet ihr das alles auf dem Schirm? Also ich habe es ja im Interview schon mehrfach gesagt, aber wir nicht. Und wir hatten keinen blassen Schimmer und hatten deshalb so viele Überraschungen. Und es war echt krass überfordernd, was man dann immer macht und natürlich auch immer teuer. Ja, im Interview habe ich ganz vergessen zu erwähnen, dass Esther auch ein ganz tolles Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Also wenn ihr oder jemand aus eurer Familie Allergiker ist oder generell euch das Thema gesundes Bauen ganz wichtig ist, der Link zum Buch, den findet ihr auch in den Shownotes. Ja, und wie geht's jetzt hier im Podcast weiter? Ja, nächste Folge geht's wieder weiter mit unserer Staffel Bestandsimmobilien. Und da erkläre ich euch in einer Solo-Folge, wie ihr ausrechnet, ob ihr euch die Wohnung leisten könnt, in der ihr gerade selber lebt. Also so Schritt für Schritt. Also freut euch schon mal auf diese Folge. Ja, und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Tipp für euch.
Wenn ihr nach einer durchdachten und harmonischen Architektur für euer Zuhause sucht und euch auch noch Feng Shui interessiert, dann schaut doch mal genauer das Architekturbüro von Julia Ries an. Julia und ihr Team von Paust Architektur vereinen nämlich modernes Design mit den Prinzipien von Feng Shui, um Häuser und Räume eben zu schaffen, die nicht nur ästhetisch schön sind, sondern eben auch energetisch harmonisch. Und das Beste ist, wenn du mit diesem Podcast auf Paust Architektur aufmerksam wirst und ihr auch einen Auftrag erteilt, dann bekommt ihr eine kostenlose Feng Shui Basisberatung noch dazu. Also ihr müsst einfach Holy Home im Kennenlerngespräch mit Julia erwähnen. Alle Infos und das Mindesthonorar findet ihr in den Shownotes. Ja, und wenn ihr jetzt noch Freunde und Bekannte habt, die auch gerade überlegen, ein Eigenheim zu kaufen und ihr glaubt, die Folge mit Esther könnte sie wirklich inspirieren oder wertvolle Tipps für sie geben, dann teilt doch unbedingt diese Folge mit ihnen. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.